Wenn du Rückenbeschwerden hast, wenn ihr Rückenbeschwerden habt, dann ist das genau das richtige Video, weil ich habe die Petra dabei und wir machen jetzt zusammen ein Partnertraining, und zwar so, dass wir beide, Petra für sich und ich für mich, was für den Rücken tue. Das heißt also, ihr könnt euch sogar gegenseitig unterstützen, wenn ihr zu zweit seid. Genau. Und damit geht es auch gleich los und wir entwickeln das auch so, dass ihr das alles schön nachmachen könnt. Setzt euch bitte erstmal gegenüber auf die Matte, die Füße nach vorne und Petra fängt an zu üben jetzt. Und für die Person bei euch, die übt, ist es jetzt wichtig, die Winkel der Knie etwa 90 Grad. Ich als Partner mache die Füße gegen die Schienbeine, um das zu stabilisieren, und dann greifen wir uns. Wir können uns so greifen, so mit den Händen ineinander gehen. Wir können uns aber auch so greifen, indem wir halt die Arme jeweils halten. Also und je nachdem, wie gedehnt ihr seid, ist das natürlich schwieriger, weil ihr dann kürzere Arme habt. So werden sie ein bisschen sind sie natürlich länger. ein Stück Ja? länger. Müsst ihr mal probieren. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Wenn die Arme ganz kurz sind, könntet ihr auch die Schlaufe dazwischen nehmen und könntet euch an der Schlaufe festhalten. Das ginge auch. Aber jetzt ist der Test erstmal in diesem 90-Grad-Winkel. Ich ziehe dich mal nach vorne, Petra, und du sagst mir, wo das dehnt. Wo merkst du das? Hinten im unteren Rücken in der Muskulatur. Also im unteren Rücken, dann sind wir genau richtig. Angenommen, du würdest das an der Innenseite der Oberschenkel merken, als gedehnte Person, ja, dann müsstest du den Winkel noch ein bisschen öffnen, nicht auf 90 Grad gehen, sondern noch ein bisschen steiler machen, also ein bisschen mehr so. Wir greifen jetzt so und jetzt geht es erstmal darum, dass ich dich in Dehnung bringe und jetzt geht die Übung los. Halte ich da meinen Rücken hinten gerade oder ist der so ein bisschen abgerundet? Unten soll er abrunden. Oh. In der Brustwirbelsäule weniger. Er soll vor allen Dingen unten abrunden. Stopp. Okay. Stopp heißt, dass es nicht mehr gerade noch gut erträglich ist, gell? Absolut, genau. Und Du dass musst ich dann immer noch atmen atmen kann. Genau. Dass ich dich auch immer noch anlächeln kann, obwohl ich denke, Es geht darum, immer weiter jetzt nach vorne zu gehen. Ich ziehe jetzt mit den Armen mehr. Wenn die Armkraft nicht da ist, dann könnte der Ziehende oder die Ziehende auch so und jetzt mit dem Rumpf nach hinten gehen. Peter, sag mal Bescheid, ich ziehe noch ein bisschen mehr. Stopp, bitte. Stopp, okay. Und da halten wir uns jetzt erstmal an diesem Bereich, wo es gerade noch gut erträglich ist. Da halten wir uns erstmal auf, bleiben einen Moment so. Und lassen dem Gewebe Zeit. Jetzt dehnen wir die unteren Rückenstrecker auf, da wo immer der Hartspann so unglaublich fest macht, die Muskulatur. Ja, wo der Masseur immer sagt, wow, Sie haben da aber Hartspann. Ein einziger festgespannter Block, keine Bewegung drin. Und jetzt, Petra, ziehst du mal aus dem Rücken heraus nach hinten, aber ich halte dich fest. Ja? Und nochmal, du ziehst und atmest aber weiter beim Ziehen. Nicht die Luft anhalten beim Ziehen und nicht aufhören zu ziehen. Nochmal, du ziehst und ziehst und ziehst und lässt wieder locker. Und wenn sie locker lässt, dann gehe ich ein bisschen weiter nach vorne. Und wieder, du ziehst, aber atme normal weiter. Ja, ihr müsst normal weiteratmen. Oder geht das schlecht, Petra? Ah, es wird anstrengend. Okay, darf nicht zu anstrengend sein. Immer sagen. Und noch ein letztes Mal, ja? Du ziehst und das ist das Krafttraining für die unteren Rückenstrecker. Wir flexibilisieren sie und gleichzeitig machen wir sie kräftiger. Und du bist erlöst. War intensiv? Ja, aber gut. Also es ist schön, das zu spüren und ich weiß ja, wenn ich da nachher aufstehe, dass sich das unheimlich gut anfühlen wird. Und ich mag dich immer noch sehr. Das ist ein wichtiger Das ist nämlich nicht so einfach. Bitte nicht streiten, ja? Gerade wenn so Ehepartner und Partnerinnen das machen. Ja. So, jetzt gehe ich mit den Füßen nach innen, weil jetzt zieht Petra mich. Petra geht mit den Füßen hier außen drauf, dass es stabilisiert ist. Wir greifen uns. Wollen wir es mal so greifen, wie du magst. Ja? Wie du möchtest. Und wie gesagt, geh am besten mit dem Rumpf zurück, das ist leichter. Oh, das haut voll rein, merke ich gerade, ja. Okay, ganz langsam.
schön nachgeben, die gezogen werden, schön nachgeben. Da können wir erstmal Stopp machen. Ah, ich liebe diese Übung, weil das tut mir auch Nicht gut. weiterziehen. Ja, aber nicht weiterziehen, weil ich muss erstmal ein bisschen nachgeben können jetzt. Okay. Vergiss nicht dabei zu atmen, Roland. Ich atme ganz tief. Okay. Kann ich ein bisschen weiter versuchen? Ja, so wie du es bisschen? fühlst. Das war zu doll, bisschen weniger. Okay. Gut ist auf den anderen und auf die andere achten immer natürlich, gell? Okay, ich ziehe mal weiter. Aber immer nur wenig. Ja. Aber ihr müsst halt gut kommunizieren, gell? Also ich bin jetzt schon ziemlich an der Grenze. Okay. Aber das zieht schön genau unten rein. Soll ich ein bisschen nachlassen oder geht's? Nee. Okay. Immer weiter nach hinten gehen. Also du meine ich jetzt. Ja, mach ich. Zieh's nach vorne. Schön atmen, Roland. Weil ich habe nämlich auch Kraft. Ich kann den Roland gut ziehen. In dieser Position fällt es auch einer leichten Person, so wie ich eine bin. Ich bin nicht mit viel Gewicht bestückt. Gar nicht schwer zu ziehen. Du musst mir sagen, wenn es zu viel wird, Roland. Nee, ist okay. So, jetzt sollten wir anfangen mit dem Gegenspann. Okay. Achtung, ich ziehe jetzt, du lässt mich aber, also ich ziehe jetzt nach hinten, aber du lässt ich lass nicht dich nach. nicht los, ja. Definitiv nicht. Halt fest, halt fest, halt fest. Ich ziehe, du hältst fest. Und ich lasse wieder locker und du ziehst mich weiter in die Dinge. Ja, das ist gut. Komm, ein ganzes Stück kommst du weiter, Roland. Ja, das ist das Anspannen. Das Genau, macht das ich Krafttraining. weiß. Ja. Das Krafttraining macht die Muskeln länger und gleichzeitig auch flexibler. Und kräftiger natürlich, deswegen heißt es ja auch Krafttraining. Okay. Okay, und ich ziehe wieder. Ja. Ich ziehe wieder. Ich ziehe mehr. Du hältst gegen. Für dich ist auch ein Krafttraining, Absolut, weil du hältst ist ja total fest, cool. Gell? Ja. Und wieder locker lassen So. und Wieder weiter. ein ganzes Stückchen. Ja, aber ich glaube so langsam. Ja. Zeit haben wir gleich rum. Noch einmal. Noch einmal. Ich ziehe gegen. Ich ziehe mal ganz kräftig und du hältst mich, okay? Definitiv. Halt mich, halt mich, halt mich. Und locker lassen und zieh mich nochmal weiter in die Dehnung. Cool. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich glaub, Und jetzt darfst du langsam langsam wieder raus. Ja. Immer schön langsam bewegen. Die Dehnung ist super intensiv. Jetzt gehen wir zur nächsten Übung. Ich mache wieder bei der Petra das jetzt. Petra, geh bitte mal in die Bauchlage. Und jetzt macht ihr in der Bauchlage mit eurem Partner, Partnerin erstmal den Test. Und zwar ganz locker liegen. Und ich versuche einfach mal, wie weit es geht. Einigermaßen locker bis dort. Und andere Seite. Bis dort. Gut, das geht schon relativ weit. Wenn ihr jetzt einen Partner habt, eine Partnerin, wo es hier schon blockiert, dann kann die Übung so gemacht werden. Petra ist schon ein ganzes Stück weiter und alle, die weiter sind schon, ich würde mal sagen so ab 45 Grad in der Richtung, ich zeige das nochmal, also es geht weiter als hier, es geht bis hier, dann ist es gut, noch was unter das Knie zu legen. Wir nehmen jetzt hier eine Rolle. Ihr könnt auch ein paar Bücher nehmen, ein Polster, ein festes, egal jetzt. Und das legt ihr unter das Knie. Der Sinn ist, dass die Hüfte schon ein bisschen überstreckt wird. So, und jetzt platziert ihr den Fußrücken auf der Schulter. Also wenn das linke Bein geübt wird, dann habe ich sie auf der rechten Schulter mit ihrem Fußrücken. Ihr drückt das Gesäß runter, das ist ganz, ganz wichtig, damit die Leiste fest aufliegt. Ja. Und jetzt habt ihr eine gute Position. Und Peter, du sagst mir jetzt gleich Bescheid. Ich fange jetzt an. Aber ich darf dazu noch was sagen, weil Gerne. das ist mein linkes Knie, du weißt, und ich hatte als Jugendliche eine Knieverletzung, deswegen bitte sei vorsichtig. Ja, klar. Okay. Müsst ihr immer, so Sachen müsst ihr euch sagen und dann auch entsprechend achtsam sein. Und jetzt Also. gehe ich ganz langsam hier weiter vor. Ich habe das eben noch mal gesagt, weil der Roland nämlich immer links und rechts bei mir verwechselt. Okay, hier wird alles verraten, du merkst. Ja. Ihr merkt. So, jetzt wo fängt es an zu ziehen? Jetzt.
Okay. Es zieht total im vorderen Oberschenkel. Ja, da soll es auch ziehen. Aber ganz arg. Das ist das Gute, weil das ist ein ganz wichtiger Muskel, der viel mit Rückenschmerzen zu tun hat, unserer Erfahrung nach. Ja? Nicht mehr, Roland. Okay. Bitte nicht mehr. Okay. Boah. Bin du an der Grenze? Soll ich ein bisschen nachlassen? Kleines bisschen, das wäre super toll. Okay. Puh. Der Winkel ist natürlich jetzt wesentlich intensiver, als wenn nichts unter dem Knie liegt, weil ja schon eine Vordehnung da ist über die Unterlage unterm Knie. Ja, die macht das Ganze schon wesentlich intensiver. Definitiv. Aber wenn sie intensiver ist, dann bringt sie auch ein bisschen mehr. So, und jetzt stummt mich mal weg. Aber nicht mit Schwung, sondern langsam steigernd. Drück mich weg mit deinem Fuß. Drück mich weg. Drück mich richtig weg. Richtig weg. Locker lassen und dann merkst du gleich, geht noch ein bisschen weiter. Nicht mehr. Okay. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Du drückst wieder dagegen. Dagegen drücken. Locker lassen. Und wieder weiter. Und ihr könnt direkt mitmachen, weil das ist die Originalübungszeit, gell? Habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen. Und nochmal, du drückst dagegen. Locker. Und nochmal ein Stückchen weiter. Und jetzt ist die Seite schon vorbei. Super mitgemacht, Petra. Ja, das ist für mich wirklich so War das gleiche auf der anderen eine Seite. schwierige Übung, aber sie bringt total viel. Nee, bleib gerade liegen. Oh, Gerade liegen Ich bleiben. dachte, okay. So. Mhm. Das, was ihr unter das Knie legt, legt das möglichst weit unten Richtung Kniescheibe unter das Knie und nicht in der Mitte des Oberschenkels oder so. Und ihr spürt natürlich auch, dass sie direkt mit Knochen hier auf der Matte liegt. Ne? Die Leiste, ne? Leiste, Die Leiste, Hüftknochen. Hüftknochen. So. Und jetzt merke ich hier. Ach, doch nicht. Ich dachte, da wäre Nee, da falsch wäre mehr gemerkt. Widerstand. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst mit beiden Händen aufs Gesäß gehen, dann drückst du das Gesäß runter und stützt dich auf dem Gesäß. Du kannst aber auch mit einer Hand am Boden dich abstützen und nur mit der anderen Hand aufs Gesäß gehen. Da musst du mal probieren, was sich besser bei dir anfühlt. Und dann immer weiter runter gehen und auf Dehnung gehen. Wenn es sehr weit ist, kannst du auch den Unterarm auf dem Gesäß ablegen. Aber das ist immer ganz gut, aufs Gesäß zu drücken, damit die Partnerin, der Partner, die unterliegt, also die auf dem Bauch liegen, bei denen die Übung gemacht wird, dass die halt nochmal einen Hinweis haben, mit der Leiste wirklich fest am Boden zu bleiben. Das ist super, super wichtig. Und ich gehe immer weiter jetzt ran. Stopp. Okay. Noch ein bisschen. Wir machen immer so 1 Minute die Dehnung und nochmal 1 Minute drauf mit dem Gegenspannen. Was ich ganz spannend finde bei den Partnerübungen, finde ich zumindest, geht die Zeit viel schneller rum, als wenn ich sie alleine mache, die Übung. Weil normalerweise redet man ja dann auch und sagt, hey, stopp und so. Es ist eh toll, das zusammen zu machen. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber das ist irgendwie eine schöne gemeinsame Aktion. Man kann sich auch ein bisschen quälen. Spaß. Ja? Und jetzt drückst du mich wieder mit deinem Fuß weg. Du drückst mich weg. Drück mich richtig weg. Du willst mich nicht an dieser Position haben. Drück mich weg. Drück mich noch fester weg. Man kann auch schön motivieren, merke ich gerade. Und lass locker. Und schau mal, was du gleich mehr an Dehnung kriegst. Verrückt. Immer wieder interessant. Sag Bescheid, wenn es zu doll wird. Ja, Das Bein geht deutlich weiter, gell? na klar. Also wir müssen das linke bei dir öfter üben. Hab Und ich wieder, du auch drückst mich wieder weg. Richtig fest wegdrücken. Noch fester wegdrücken. Noch fester wegdrücken. Und locker lassen. Und noch einmal nachdehnen. Und da ist die Zeit schon um und langsam wieder raus. So, jetzt machst du das Gleiche bei dir. mir. Ihr wechselt auch am besten, gell? Okay, wir fangen mit dem linken Bein jetzt an. So, Einmal die Rolle drunter. Oder erklär du noch, Petra?
Ja, also ich lege jetzt einfach die Rolle unter Rolands linkes Knie, ganz knapp oberhalb der Kniescheibe. Dann winkel ich seinen Fuß an. Schau mal, wie weit er geht. Naja, Roland ist echt cool gedehnt. So, lege seinen Fußrücken auf meine Schulter und drücke mit meinen Händen, beide Hände, auf sein Po, damit seine Leiste und sein Hüftknochen, damit er richtig schön auf der Matte liegt. Ja, dann ist die Dehnung ganz, ganz effektiv. So. Jetzt geht's eigentlich Jetzt los. gehe ich einfach, ja, ich glaube, ich kann bei dir schon wirklich mit mit meinem Unterarm nicht drauflegen. Übrigens, stopp mal kurz, beweg mal nicht. Die Zeit läuft weiter, wir dehnen. So. Wir dehnen zu Hause auch. Ich will noch was zeigen. Wenn du dich jetzt aufrichtest und ein bisschen mit den Armen vom Boden wegdrückst, dass der Rumpf sich ein bisschen abhebt, der obere, dann wird die Dehnung noch intensiver. Also du kannst auch als Untenliegender oder als Unterliegende die Dehnung noch verschärfen, indem du dich vorne nach oben drückst. Ja? Das muss jetzt nicht sein. Ich lasse mal so, jetzt ein bisschen bin ich oben. Kann man so mit der doppelten Faust das Kinn unterlegen. Und Petra macht ich weiter. Ich drücke einfach jetzt mal ein bisschen weiter. Stopp, das langt mir. Ah. Das langt. Auch du hast Grenzen? Na klar. Ah, Gott sei Dank. Ja, Also Roland ist auch ein Mensch, ist sowas ganz Nettes, ja, oder? also hör mal. Gibt es da jemand, der mich nicht für Menschen hält? Das glaube ich Nein. nicht. Aber du machst das ja schon alles ziemlich cool. Ja, hoffe ich. Ja, Und jetzt fange ich an gegenzuspannen, gell? okay. Halt dich fest, ich drück dich Ich halte mich 3 fest. Meter weg jetzt. Nee. Oh Mann, hast du Kraft? Du musst sagen, ob es Ja. zu doll ist. Nee, überhaupt nicht. Das ist super schön, weil ich... Aber das finde ich spannend, weil ich habe Kraft in den Beinen und du kannst trotzdem gut halten, gell? Ganz easy. Ich drück noch mehr. Okay. Wow. Oh, Roland, jetzt liege ich gleich auf dir. Mach nur. So, Wichtig ist, dass die Leiste unten bleibt. Ja, Leiste bleibt unten. Drück meine Leiste runter und kontrollier das. ja, aber ich habe leider gar keinen... Ja, musst du irgendwie, Platz müsst mehr ihr auch ein bisschen irgendwie. rumpuzzeln, ne? Weil Ja. je öfter man das macht, desto besser wird's. Okay, jetzt drückst du Und wieder. nochmal, ich drück wieder. Oh, ich drück echt massiv. Aber ich habe ja auch Power, ich mache ja auch Krafttraining und übe. Oh, Also so ist es nicht. und wieder weiter, noch ein Wow. bisschen weiter. Kannst noch tiefer drücken, kannst den anderen Arm wegnehmen, muss mein Gesäß nicht. Weil wenn meine Ferse aufs Gesäß drückt, drückt ja meine Ferse mein Gesäß runter. So, jetzt gehe ich hoch. Also, und auf Ja, das ein langt, letztes. das langt und die Zeit ist um. Glück gehabt. Da hast du Glück gehabt, ja. Zeit ist um, andere Seite bitte das Gleiche. So, Soll ich ein bisschen rum zur Seite oder ja, geht's? ist viel besser. So. Gleiche Spiel auf der anderen Seite. Aber das macht Spaß, weil als Dehnender muss man jetzt gar nicht selber arbeiten. Ja? Sonst hält man ja die Schlaufe selbst Ja. und so. Und jetzt macht es die Partnerin oder der Partner. Und von daher alles easy. Ein bisschen muss man schon was Fast schon arbeiten, aber langweilig. es ist in Ordnung. Na, komm. Alles gut. So. Also. Jetzt kommt der Fuß auf die linke Schulter. Und ich fange schon mal Und an, die Zeit läuft. nach genau. unten zu gehen. Leg meinen Unterarm auf Rolands Po und drück ihn nach Das hat unten. übrigens eben sehr viel nochmal intensivere Dehnung gebracht, als du den Unterarm auf mein Gesäß gelegt hast. Das habe ich deutlich gemerkt. Zog gleich mehr rein. Okay, Nicht zu doll, bisschen langsamer. okay. Dem Gewebe Zeit zum Nachgeben geben. Sag mir, wenn ich ein bisschen weitermachen kann. Ja, geht ein bisschen. Also für denjenigen, der Bisschen. wirklich... Oh, war das so viel? Mhm. Okay. Also für denjenigen, der jetzt irgendwie das hält, ist es gar kein Problem. Also, vergiss nicht zu atmen. Und Genau. runteratmen. Ne? Schön Ja. bewusst ausatmen. Und durch das Ausatmen versuchen, die Dehnung zu verstärken. Und? Ja, du bist schnell, aber Ja, du ja auch. geht gerade noch so. Okay, So, jetzt fange ich an gegenzudrücken. Hältst du fest? na klar. Auf die Plätze und ich fange langsam an. Du kannst dich dran gewöhnen. Und mehr und mehr. Kannst es wirklich halten.
Okay. Anscheinend. Und wieder locker und weiter in die Dehnung. Das ist zu viel, bisschen weniger. Geht's? Ja, geht. Okay, und ich drücke nochmal. Drück, drück, drück. Komm, drück. Komm, drück mich weg. Ja, wow. Jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Okay. Pass wieder auf. Ja. Okay. Und nochmal schön nachdehnen. Genau. Okay. Ich gehe jetzt langsam raus. Okay. Dann haben wir es geschafft. Wir zwei. Okay. Richtig gut. Eine Übung fehlt da noch, gell? Ja, aber ich meine, die beiden haben. Eine wir Übung jetzt- fehlt noch und die ist auch nicht ganz einfach. Das müssen wir jetzt gut erklären. Und zwar, wir haben es schon ein bisschen vorgeübt vorhin, um uns vorzubereiten. Ihr geht jetzt bitte mal in den Kniestand, Rücken an Rücken mehr oder weniger. Und jetzt geht es für mich erstmal los mit der Übung. Ich gehe etwas breiter mit den Beinen und Petra geht mit den Beinen eher zusammen. Und jetzt geht es darum, Petra geht auf alle Viere, weil jetzt benutze ich das Gesäß von der Petra, um mich nach hinten zu überstrecken. Und das ist die wichtigste Maßnahme, um das Sitzen auszugleichen und den Rückenschmerz im unteren Bereich was entgegenzusetzen. Das Überstrecken nach hinten. Wir machen das ja teilweise an der Wand und mit dem Durchhängen am Boden. Jetzt mit dem Partner. Es ist ihr werdet es gleich merken, sehr intensiv. Ihr müsst vorsichtig machen, aber intensiv ist gut. Es fühlt sich ein bisschen so an wie mit einem Rückenretter. Ja? Aber halt mit Partner, der kann noch besser darauf eingehen. Also alles wunderbar. So. Jetzt müsst ihr erstmal schauen, Petra, du musst noch ein bisschen mehr zurück, dass dein Gesäß noch ein bisschen tiefer kommt. Weil ihr müsst jetzt gucken, dass ich mit senkrechten Beinen das Gesäß so hoch habe, dass vom Partner, von der Partnerin das Gesäß in derselben Höhe ist. Weil das stellt sicher, dass die Überstreckung im Bereich des Hüftgelenks stattfindet. Und du musst jetzt, geh noch ein bisschen tiefer bitte, wenn es geht, und nimm die Arme ein bisschen nach vorne. Weil nur, wenn ihr die Arme nach vorne setzt, könnt ihr meinem Druck, den ich gleich aufbaue, gegenhalten. Achtung, es geht los. Ich gehe jetzt ganz langsam gegen ihr Gesäß, dann bleibt meins praktisch dran hängen und mit dem Rumpf gehe ich weiter nach hinten. Und dann merkt ihr sofort eine wirklich deutliche Dehnung. Und Peter, jetzt nicht mehr bewegen, nicht nach vorne, nicht nach hinten. Du gibst gerade ein bisschen nach. Du musst am besten, ja, bleib so, stemm dich mit den Armen dagegen. Nee. Du musst die Arme vornehmen. Ja, ihr müsst die Arme nach vorne nehmen, weil nur so kann man gegendrücken. So, Ja. jetzt merkst du, es ist stabil, Ja. gell? So ist gut. So, jetzt könnt ihr die Arme mitnehmen. Ihr könnt aber auch die Arme erstmal vielleicht so auf der Brust liegen lassen und schön nach hinten gehen. Und dadurch, dass die Knie ein bisschen, was heißt ein bisschen, 90 Grad angewinkelt sind, wird es gleich sehr, sehr intensiv. Und ich lasse mich jetzt immer weiter nee, aber darfst nicht nachgeben, Peter. Drück mal dagegen mehr. Ja, jetzt habe ich die Dehnung. Und du musst praktisch, das ist so anscheinend die Herausforderung für die Person, die unten ist, also die jetzt gerade auf allen Vieren ist, dass kein Millimeter nach vorne gegangen wird, sonst habe ich sofort eine Entlastung und die Dehnung ist nicht mehr Genau. da. Ich weiß auch, was man dafür machen muss. Wir haben es ja schon öfters gemacht. Und zwar wirklich sich auch vorne abstützen mit den Händen, dass du halt dich kein Millimeter bewegst, wie du das jetzt auch gesagt hast. Und was auch ganz spannend ist für denjenigen, der hält, der hat so ein kleines Krafttraining für die Oberschenkelmuskulatur. Aber Okay. nur ein winzig kleines. Also ist wirklich gut. Und Okay. jetzt mach weiter. Ich halte dich. Ja, wenn wir du haben magst. jetzt so 1,5 Minuten rum Ach schon? und ich gehe immer weiter praktisch. Man kann es wahrscheinlich kaum sehen, weil der Weg ist gar nicht groß von der Dehnung, aber es zieht wirklich heftig rein, weil die Knie schon in der Vordehnung sind, Ja. also schon gebeugt sind. Und es ist auch Das ein ist was bisschen... ganz anderes als im Stand, weil Ja, da wollte ich dieser grad eine sagen. Muskel wegfällt. Genau. Ich habe echt so das Gefühl wie auf einem Rückenretter oder wenn ihr euch auf so einen Bücherstapel legt, rücklings. Aber ich bin kein Bücherstapel, ich bin ich. Nee, das ist besser. Es ist weicher, also von daher ganz angenehm.
Oh, aber vergiss nicht dagegen zu drücken. Du Nein, drückst- ich bin. Ja, genau. Ich bin. Jetzt drück mal mehr dagegen. Noch mehr. Jawohl. Und halte mal so. Mhm. Jetzt bin ich voll in der Dehnung. Wir haben auch schon deutlich über 2 Minuten jetzt. Jetzt gehe ich ganz langsam wieder raus. Wieder nach oben. Alright. Ich bin soweit durch. Hast geschafft. Mann, die Dehnung ist echt gut. Langsam bewegen. Ja. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in diese Richtung, Petra. In welche? Dort nach Aha. vorne. Und jetzt gehe ich mit den Füßen zusammen. Na klar. Und jetzt musst du mal, also ich gehe jetzt erstmal hier hin, jetzt geh du mal zurück und schau. Ja, aber ich glaube, das passt ganz gut, weil dann bin ich eher ein bisschen drunter sogar. Jetzt geh mal mit den Händen auf die Brust, auf den Brustkorb. Hände auf den Brustkorb, Petra. Da kannst du nämlich deinen Oberkörper fühlen. Genau. Und jetzt merk mal, weil ich merke auch, ich muss mit den Händen ein bisschen mal davor, um gegenhalten zu können. Oh, Merkst, wie intensiv das reinzieht? Ich finde das so grandios, weil ich habe gestern ganz viel Bauchmuskeltraining gemacht und habe deswegen gerade heute Bauchmuskelkater. Und ich merke das, wie du so schön aufdehnt. Oh, das tut gut. Halte ich genug Widerstand? Ist in Ordnung? Ja. Perfekt. Und du arbeitest dich immer weiter nach hinten rein, gell? Also und wenn ihr irgendwie denkt, ihr könnt das ist nicht mehr halten, dann könnt ihr auch die Hände an eure Oberschenkel fassen und dann könnt ihr noch ein Stück weiter nach hinten. So ein bisschen Verteilung von der Kraft. Aber ohne Hände geht es am meisten wirklich in das Langziehen eurer Bauchmuskeln und auch des Hüftbeugers, definitiv. Und der eine Muskel, von dem ich in vielen Videos erzähle, gell, der so eine große Rolle für die Rückenschmerzen und Knieschmerzen und Hüftschmerzen spielt, der ist jetzt voll auch involviert, weil Nicht nachgeben, das Knie Roland, schon gebeugt ist. nicht Nicht nachgeben? Okay. Aha. So ist besser? Ja, jetzt weiß ich, was du vorhin gemeint hast. Okay, ja, so ist besser. Kommst du immer weiter nach hinten? Klappt das? Ich denke schon. Ich sehe es nicht, aber ich fühle es. Okay. Haben noch ungefähr eine halbe Minute. Auch ihr zu Hause, haltet durch. Immer schön an der Grenze bleiben, dass es gerade noch gut erträglich ist. Immer weiter steigern, schön die Atmung einsetzen. So. Langsam. Wieder rausgehen. Ich kann ja jetzt auch ein bisschen nachgeben. Nee, kann ich selbst. Okay. Alles gut. Geschafft. Okay. Und ihr habt es jetzt auch So. geschafft. Wie toll ist das denn? Das war ja mal richtig gut. Hat es euch Spaß gemacht? Hier reingucken. Also okay. das wäre spannend, weil gebt uns doch mal einen Kommentar, ob ihr solche Partnerübungsvideos, ob ihr da mehr von haben wollt. Weil ihr wisst ja, wir Genau. wollen immer das machen, was euch Spaß macht. Aber ich fand es total angenehm, weil man macht das zu zweit. Super schön. Ja, ich fand es auch super toll. Probiert es aus. Und wenn ihr nicht ganz so weit seid wie wir, dann macht langsamer. Wenn ihr weiter seid als Dann wir, macht schneller. dann macht halt weiter. Ist alles gut. Und ja, wäre schön, wenn ihr es gut findet, dann zeigen wir euch noch mehr von den Sachen, die wir dann ab und zu mal gemeinsam auch machen. Gegen Ne? den ganzen Körper. Gegen Schmerzen, bei Gegen. Schmerzen, bei Schmerzen am ganzen Körper. Ciao, tschüss. Ciao.